Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Themen, die wir haben: A350er Mayday-Meldung, nachdem der Unfall aber schon Monate her war. Lufthansa, da gibt es Kritik an der Praxis vom Tanken, Routenplanung und Sicherheitskultur. USA, da haben wir das Thema Social Media Screening für Visa-Waiver-Reisende, also für Leute wie mich, die nach Amerika einreisen, immer wieder ein Thema. Und last but not least, IHG, da gibt es eine Double Point Promotion ab 2026, da könnt ihr euch schon drauf vorbereiten. Und das waren die frisch gepressten Themen, ne? Habe ich willkommen zu Frequent Traveler TV gesagt? Auf jeden Fall seid willkommen zu Frequent Traveler TV. Die frisch gepresste Sendung und die frisch gepressten Themen habt ihr ja schon gehört. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und zu kommentieren auf School. Das erste Thema, was wir haben, das ist ein Flug von Air France 291 von Osaka nach Paris am 28. Mai 2023. Das war die Foxtrot Hotel Tango Yankee Oscar, ein 350-900. Und da gab es beim Wetterradar Fehlfunktion. Techniker fanden jedoch keine Ursache. Nach dem Start meldet das ICAM Ausfall beider Wetterradars und die Crew wollte trotzdem weiterfliegen. Die Umkehr hatte man dann doch gemacht, weil man in Paris, also mit dem OCC, Operation Control Center, gesprochen hatte. Und dann gab es während dem Sinkflug von Flugfläche 320 auf Flugfläche 300 irgendwo dazwischen einen dumpfen Schlag und starke aerodynamische Geräusche. Piloten glaubten, dass ein Teil der Nase abgebrochen ist. Tatsächlich ist aber das Radom, also diese Hülle, die um das Wetterradar ist, also das, was die Nase ausmacht. Bei der Swiss ist das ja, glaube ich, bei dem Rudolph the Reindeer rot. Ist einfach, ja, ich sage jetzt mal einfach kollabiert. Und damit gab es Luftstromverwirbelung und damit war auch die Geschwindigkeitsanzeige natürlich unzuverlässig. Damit gab es dann ein Pan und danach ein Mayday-Call. Die Notlandung mit 248 Tonnen, das war eine Overweight-Landung, heißt also nur alles, was über 210 Tonnen ist, dennoch sicher. Also es gab ein Materialversagen durch innere Ablösung der Radomstruktur und der Vorgang oder die Ursache war ein vorheriger Wirbelschlag, aber der wurde nicht bemerkt. Also das heißt, es gab da schon von der Radom eine Verletzung und das Flugzeug hatte 5 Vorgeschläge in 9 Monaten und damit hat man halt den vermutlichen Auslöser gehabt. Das war ein Falke am 24. April. Also daran seht ihr, dass wenn Sachen von außen sauber und toll erscheinen, dass trotzdem Kontrollen sind. Deshalb wird so ein Riesenaufwand bei den Flugzeugen gemacht, dass man dort guckt mit Röntgen, mit verschiedensten Methoden, dass man halt solche Cracks und Risse sichtbar macht, weil das natürlich zu Riesenproblemen führen kann. Und ja, die Variationen in den Ruderpedalen haben auch zugenommen, heißt also, dass halt vorne einfach nur diese Nase so viel ausmacht für die Aerodynamik. Ja, natürlich war kein Schaden sichtbar, deshalb ist das Spannende natürlich an dieser Geschichte, hätte man das Radom austauschen sollen. Und jetzt wisst ihr, warum bei vielen Sachen Sicherheit vorgeht und warum die Fliegerei auch so sicher ist, weil man in vielen, wenn nicht in allen Fällen sogar, halt wirklich Dinge austauscht und erneuert und halt auch dann viel in die Technik investiert und auch in die Wartung. Also ich finde das persönlich eigentlich eher beruhigend. Ist auch interessant mal zu hören, wie sowas dann doch zusammenhängt, dass man etwas hatte, was man vorher vielleicht nicht ganz so ernst genommen hat. Ja, bei Lufthansa gibt es Themen, die man doch ernst nimmt. Das ist die knappe Treibstoffplanung und Sicherheitskultur-Thematik. Die fing ja auch damit an bei der Lufthansa Cargo, dass dort Leute gegangen sind aus Position. Und jetzt ist es so, der Spiegel berichtet über zu knappe Tankmengen, riskante Routen und auch über eine Verschlechterung der Lufthansa Sicherheitskultur. Es gebe vermehrt Mitarbeiterberichte, dass der ökonomische Druck steigt. Haben wir das nicht bei Ryanair auch schon mal gehört? Und es gebe dort halt Sachen, die Flugplaner empfohlen hätten, weniger Kraftstoff zu tanken, was angeblich wirtschaftlich getrieben war. Und ein Beispiel, was man gibt, ist LH444 Frankfurt-Atlanta. Flugplaner wollte mehr Treibstoff wegen möglicher Diversion. Und intern wurde das mit der Kritik abgetan, zu teuer.
Dann weitere Vorwürfe sind offensive, direktere Routen, weniger Fuelpuffer, instantes Fehlermanagement. Auch sind Nordatlantikrouten mehrfach falsch geplant worden. Kanadische Behörde NAV Canada habe Lufthansa mit einer eindringlichen Information ermahnt. Ein Fall war zum Beispiel der Flug LH542 von Frankfurt nach Bogotá. Da gab es ein Notem zum Raketenstart, was übersehen wurde. Die Strecke führte durch die Gefahrenzone. Umleitung nach Punta Cana wegen Treibstoffmangel. Und Lufthansa reagiert natürlich nicht auf Einzelfälle, aber sagt natürlich ganz klar, dass Sicherheit immer oberste Priorität hat und die Ökonomie sei natürlich untergeordnet. Piloten berichten laut Spiegel doch von Angstkultur, heißt also weniger Just Culture. Und auch die Community-Kommentare zeigen natürlich, wenn man das Ganze sich anguckt, natürlich auch da unter diesen Beiträgen durchaus eine ganz große Spannbreite. Heißt also, das Ryanair-Bashing wird dadurch irrelevant, weil Lufthansa das genauso machen würde oder Lufthansa wird wie Ryanair nur teurer. Heißt also, Leute sagen auch, solange man sich an die gesetzlichen Minima hält, also das heißt an die Minimumanforderungen, die man haben muss, ist das alles weniger problematisch. Und ich denke, dass man dort natürlich sagt, dass Elha jetzt ans wirtschaftliche Limit geht, das ist bekannt. Weiß ich ehrlicherweise nicht. Wenn dem so wäre, wäre es halt wirklich bedenklich. Und ich denke mal, dass man dort halt etwas mehr in die Tiefe gehen muss und das Ganze nicht so getrieben von Mediengeilheit machen sollte. Seht ihr bei Lufthansa strukturelles Sicherheitsproblem oder ist das eine reine Medienübertreibung? Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Wir geben ja, wenn wir in die USA reisen, mit dem Visa Waiver etwas an. Und zwar waven wir. Ja, das heißt nicht Visa Waiver, weil das Visa gewaved wird, sondern ihr waived eure Rechte. Also ihr gebt eure Rechte auf. Und ihr gebt ganz speziell das Recht auf, an der Grenze ohne Anhörung zurückgeschickt zu werden. Das heißt also, der Grenzbeamte sagt einfach, nee, kommst nicht rein, danke, tschüss, Abfahrt. Und das ist das Problem. Deshalb gibt es jetzt bei dem US Homeland Department auch eine obligatorische Social-Media-Abfrage für ESTA Visa Waiver Einreisen. Und es werden die Aktivitäten der letzten 5 Jahre erfasst. Reisende aus 40 Ländern, darunter auch aus Deutschland, werden Plattformen wie Facebook, X, Instagram, TikTok unter anderem kontrolliert. Und vor allem ist es so, dass das Ziel ist natürlich, das Risiko für die Amerikaner in den USA zu reduzieren und damit zu kontrollieren, wer kommt. Und diese Risikoanalyse vor der Einreise kann man jetzt kritisch sehen. Und es gibt ja auch viele Leute, die behaupten, ja, also ich habe ja negativ von Donald Trump geschrieben, dann komme ich nicht rein. Das kann schon sein. Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Mir ist da nie was passiert. Ich habe da auch nie Probleme mit gehabt. Ich kenne auch keinen, der Probleme hatte. Aber die Frage ist natürlich, was ist, wenn man kein Social-Media-Konto hat oder es nicht angibt? Oder wird man verdächtigt, wenn man halt nichts angibt? Und Problem ist halt eher, glaube ich, in dem Bereich, wenn man ein Social-Media-Konto hat und das dann nicht angibt. Und die Konten können, auch wenn ihr das unter anderen Namen führt, trotzdem zugeordnet werden. Da muss man halt wirklich aufpassen. Und man kann natürlich jetzt sagen, ja, Amerika wird wie Nordkorea, wir werden in Europa auch nicht besser. Also das heißt, wenn wir die EU-ID und den ganzen Quatsch haben, dann wird da auch wesentlich mehr Kontrolle gemacht. Und da kann man das auch machen, wie man das jetzt in Korea macht, in Nordkorea bzw. in China, das wollte ich sagen, Entschuldigung, mit diesem Social Factor. Und ja, sagt ihr, dass die Regierung so weit gehen darf, dass sie das alles kontrolliert, um Sicherheit zu gewährleisten? Ist Social Media Screening gerechtfertigt oder einfach Übergriff? Also das heißt, sind sie übergriffig? Da bin ich auch auf eure Meinung gespannt. Mein Statuspunkte, das ist natürlich immer das, wofür wir hier leben. Und IAG hat wieder eine Promotion. IAG startet 2026 mit einer globalen Promotion. 2 Punkte ab dem 2. Aufenthalt, also 2-fache Punkte, nicht nur 2 Punkte. Gültig ist die Aktion vom 1. bis zum 31., also 1. Januar bis zum 31. März 2026. Ihr könnt euch aber auch schon seit dem 9. Dezember registrieren. Doppelpunkte gelten nur leider auf Basispunkte, nicht auf die Elite Boni als Diamond, den ich gerade wieder erneuert habe, weil ich eine Kreditkarte habe ich den bekommen. Ist ein, denke ich mal, einfach nur so mitgenommen. Ne? So. Mal gucken, ob ich den benutze nächstes Jahr.
Auf jeden Fall ist es so, wenn ihr 10.000 Base Points bekommt für $1.000 Umsatz, als Diamond kriegt ihr nochmal 10.000, dann ist der Bonus auf 10.000 mal 2, sind also dann nochmal 20.000. Heißt also, ihr habt dann den Kartenbonus, wenn ihr eine Karte habt, mit 40.000 bekommen. Es ist keine Limitierung an Stays oder Punkten. Qualifizierende Aufenthalte sind ganz wichtig, heißt also mindestens eine Nacht, $30 Rate oder größer. Keine Reward Nights natürlich und es dürfen auch keine Online Travel Agency Buchungen sein. Gilt global, Ausnahmen sind natürlich Six Senses und Teile von Iberostar und Bonuspunkte sind wie immer nicht statusrelevant. Ja, heißt aber ganz wichtig, dadurch, dass der Aufenthalt erst mit dem zweiten Stay stattfindet, macht erst ein Stay vorher, wenn ihr einen langen Stay eigentlich habt. Heißt also, man muss dann kurz einen Mattress dran machen, macht klar, dass er mehr als $30 kostet und dann zählt die Aktion und knallt bei euch voll rein. Wie attraktiv ist die Promotion im Vergleich zu Marriott, Hyatt oder Hilton? Lohnt es sich 2026 für euch einen Status dort aufzubauen? Oder macht ihr das wie ich, dass ich das über die Kreditkarte gelöst habe, um einen Case zu haben, wenn ich mal eine Übernachtung brauchen sollte ich nenne es jetzt einfach mal im Schweiße meines Angesichts oder wie auch immer. Ihr denkt wie immer daran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen und ganz, ganz wichtig wie immer an dieser Stelle kommt auf Skool. Die Frage des Tages, die ich rausholen würde, ist halt, seht ihr bei Lufthansa ein strukturelles Sicherheitsproblem oder ist das reine Medienübertreibung? Ist da ein Thema, wo ihr sagt, nee, mein Gefühl ist immer noch so, der Lufthansa ist safe. Und die andere Frage ist natürlich, wie weit darf eine Regierung gehen, um Sicherheit zu gewährleisten? Ist Social Media Screening gerechtfertigt oder einfach nur übergriffig? Danke, dass ihr heute bei Frequent Traveler TV dabei wart. Wir haben ab morgen ein Event in Finnland, heißt also, da werden wir mit unseren Kreditkartenleuten dort auf der finnischen Meerbusen, ist das finnischer Meerbusen? Ich glaube, so heißt das, auch eine Cruise machen. Wir werden 5 Stunden mit dem Schiff fahren, werden dort über Kreditkarten reden, über Programme, Meilenpunkte und Status und natürlich auch, wie man das Ganze in 2026 starten kann und besser werden kann. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder bei der Sendung dabei seid und bis bald. Also, ciao.